Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute gibt es wieder was für ketogene Ernährung, aber ich mache zwei Varianten, ketogen und auch für den normalen. Dann brauche ich das nicht zweimal drehen. Also ihr könnt beides hier euch anschauen und euch dafür entscheiden, welches ihr später nachkochen möchtet. Und was das genau ist, das seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. So Leute, nach exakt 45 Minuten habe ich mal hier den Deckel weggemacht. Und wie ihr sehen könnt, wenn man mal hier so reinsticht, ja, richtig schön weich. Alles, auch die Kohl, die sind ja auch hier, ja. Wenn die oberen schon so schön weich sind, dann sind die unteren erst recht richtig weich. Also Leute, es geht los. Wir machen heute mit diesem schönen Kohl eine türkische Kohlroulade oder besser gesagt als Sarma bekannt. Aber wenn ihr Sarma hört, dann denkt ihr immer an Weinblätter. Aber als Alternative kann man natürlich jetzt auch in der Ketose. Kohl ist erlaubt, Fleisch ist ja erlaubt. Ich habe hier 500 Gramm Hackfleisch. Ich mache, wie gesagt, zwei Varianten. Eins nur mit Hackfleisch und Gewürze natürlich. Und eine Zwiebel kommt auch noch hierzu. Habe ich jetzt vergessen hier dabei zu tun. Und die zweite Variante ist dann noch mit Reis. Das kann dann die Allgemeinheit essen. Ganz, ganz wichtig ist aber, wenn ihr so einen Kohl habt, nicht so ein zu großes nehmen, weil der muss irgendwie in den Topf komplett reinpassen. Da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wie man den schneidet, dass man den da in den Topf reinbekommt. Wir haben Glück, meiner passt da genau rein, deswegen brauchen wir den nicht zerstückeln. Aber es gibt, wie gesagt, andere Varianten, erzähle ich euch aber gleich bei der Zubereitung. Jetzt will ich nicht lange reden und wir fangen direkt an. Erstmal mit dem Kohl. Es gibt ja zwei, drei verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr im Internet euch mal angeschaut habt, wie man an die Blätter drankommt. Ja, ich habe ja gerade gesagt, der passt bei mir im Topf rein, aber ich habe mir für die zweite Variante entschieden. Und zwar werde ich das anders machen. Erstmal hier so ein Viereck rausschneiden. Mit dem Messer gleich so tief gehen, wie es geht. Ja. Wenn wir das hier raus haben, da haben wir schon die halbe Miete raus, sag ich mal. Das hat früher meine Mutter immer gemacht. Deswegen ist das jetzt für mich auch das erste Mal. Mal gucken, ob wir da dran kommen. Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt müsste das eigentlich hier so rauskommen. Ja, es löst sich schon langsam. Ja. Ist schon fast eine Vergewaltigung, aber geht nicht anders. Wichtig ist das Endergebnis. So, das Teil haben wir schon mal raus. Ich habe gesehen, einer aus Antep, der hat einfach mal hier die Hälfte in zwei Hälften geteilt. Jawohl, so sieht's aus. Und jetzt müssen wir ja an diese Blätter dran. Wenn wir die einzeln so rausnehmen, wie ihr sehen könnt, lösen die sich wirklich fast von selbst. Ja, einfach mal, soweit es geht, einzeln lösen, ohne kaputt zu machen, weil die sind jetzt ja noch ein bisschen starr und hart. Wichtig ist, oder Ziel ist es ja, die weich zu bekommen. Ist ein bisschen mühselig, aber in 5 Minuten, 10 Minuten hat man das raus. Seht ihr, einfach mal alles
Stück für Stück, ohne kaputt zu machen, so rausnehmen. Wenn wir das dann gemacht haben, alles, geht es dann weiter an den Herd. Dann zeige ich euch, was wir dann, zweiter Schritt, machen. So, bleibt dran. Es geht weiter, Leute. Wir haben hier schon gekochtes Wasser. Da tun wir jetzt mal so ein bisschen 1, 2, 3 Löffel Salz rein. So, wer möchte, kann da auch noch Zitrone rein tun. Warum tut man da Zitrone rein? Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Kohl, der fängt dann ja auch so ein bisschen zu riechen, wenn er gekocht wird. Ja, wir tun mal so ein bisschen Zitrone rein. Das verhindert, dass der Geruch ins ganze Zimmer sich verteilt. Manche tun auch noch Milch und sowas rein, aber das reicht. So, wir fangen mit den größeren Blättern an. Einfach mal 2, 3 Stück, so viel wie hier reinpassen. Ja, einfach mal hier so runterdrücken. Die werden jetzt 1, 2, 3 Minuten so gekocht. Kommt immer drauf an, was für ein Kohl ihr benutzt. Wenn ihr so ein dünnes habt wie ich, das reicht eigentlich so 2, 3 Minuten. Einfach mal hier so in der Hitze. Am besten auch noch Deckel drauf. Ja, ein bisschen ziehen lassen, dass der weich wird. Ziel ist es ja, das hier, die Blätter weich zu kriegen, damit wir die so schön rollen können. Wenn wir die jetzt versuchen zu rollen, dann wird das hier knicken und wäre nichts. Deswegen, die müssen weich werden. Und wenn wir die dann da rausgeholt haben, habe ich hier separat kaltes Wasser. Die kommen dann nochmal in kaltes Wasser, dann werden die abgeschreckt und bleiben dann auch weich. Ich melde mich wieder, wenn es soweit ist. Es geht weiter im Text. Der fängt schon an langsam zu kochen. Mal gucken, wie weit er... Oh ja, guck mal, wie weit er schon geworden ist, Leute. Ja. Hier die erste Schicht, die braucht ein bisschen länger. Die hätten wir auch weglassen können eigentlich. Aber hier der unten, der ist schon richtig weich. Das nimmt jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber da müssen wir jetzt durch. Wenn wir... So, der wird dann hier eingetaucht, der bleibt dann auch schön weich. Wenn wir was Leckeres zu essen machen wollen, Leute, dann müssen wir diese Prozedur eben halt machen. Ja, wenn wir die alle hier fertig gemacht haben, melde ich mich dann natürlich gleich wieder. Dann machen wir die Füllung fertig und anschließend geht es dann, seht ihr, der bleibt auch schön weich jetzt hier unten drunter. Wenn er so erschreckt wird hier mit dem kalten Wasser. Wir tun die nächsten schon mal rein, einfach keine Angst haben, alles was ihr so habt an Blätter rein. So, das auch noch rein. Das wird nachher schön weich. Alles andere, was hier ist, die gleiche Arbeitsweise, ändert sich nichts. Wie gesagt, ich melde mich gleich wieder, wenn an die Füllung dran geht, wie wir die Füllung dann zubereiten. Bis gleich. Leute, ich wollte euch noch was anderes eben zeigen. Schaut mal, wenn die so gewölbt sind und ihr Probleme habt, die in den Topf reinzukriegen. Weil ihr werdet später sehen, das Teil hier, der Mittelader, die muss ja sowieso weg. Die könnt ihr jetzt vorab, bevor ihr das in den Topf rein tut, hier auch schon so rausschneiden. Habe ich gerade festgestellt. Ja, dann habt ihr nämlich hier, wenn er nass ist, sage ich schon, wenn er ins warme Wasser kommt, dann ist er schon direkt fertig. Ja, so viel hierzu. Also die Ader muss eh raus, könnt ihr lieber am besten schon vorher rausnehmen. Es geht weiter, Leute. Ich habe hier schon die Zwiebeln enthäutet, sage ich mal. Hier die Stumpfe hier, die kommen ab.
weil die werden sonst zu hart. Der hatte ich schon ab. Genau. Hackfleisch ist hier schon drin. Gewürze habe ich hier schon vorbereitet. Ich wollte euch nur zeigen, mit den Zwiebeln so fein wie möglich. Ja, vielleicht auch noch, wenn ihr sehen könnt, noch einmal vielleicht hier noch so durch. Und dann, da ich ja kein richtiger Koch bin, die richtigen Kochs, die machen zack, dann geht das. Aber wir sind ja eine Kochschule und wir lernen, deswegen könnt ihr das so besser sehen. Also je feiner, desto besser. So, das gleiche hier mit den anderen auch hier. Zack, und hier in der Mitte auch noch mal durch. Und das gleiche mit den anderen zwei auch. Wenn die dann da drin sind, melde ich mich wieder. Zwiebeln sind drin. Jetzt geht's los mit der Würzerei. Wir haben hier ganz normalen Salz. Drei Teelöffel. Ihr könntet auch sagen von euch aus, wenn ihr einen Esslöffel habt. Jetzt drehen wir die Augen so ein bisschen. Halt 1,5 Esslöffel. Dann haben wir hier Kimion, Kreuzkümmel, gemahlen. Auch ein Teelöffel. Der darf nicht fehlen, der ist ganz lecker. Dann haben wir 2 Teelöffel Paprika. Dann schwarzer Pfeffer, der passt auch recht gut hierzu. Auch einen ganzen Teelöffel. Und dann, das gibt auch eine besonders gute Note, getrocknete Pfefferminz. Da tun wir mal 2 Teelöffel rein. Ich habe gesehen, es gibt Leute, die tun da auch noch Petersilie rein und Tomate rein und was weiß ich nicht rein. Muss nicht. Einzigste, was jetzt hier noch fehlt, normalerweise, das, was wir jetzt hier machen, ist für die ketogenen Leute. Wenn nachher noch Fleisch übrig bleibt, dann werden wir Reis waschen und Reis noch mit hinzutun. Und dann haben wir für die normalen, weil in der ketogenen sollte man ja Reis nicht essen. Deswegen machen wir hier heute 2 Varianten. Aber wer wissen will, wie Dolma gemacht wird, ja, verlinke ich euch mal oben. Dann könnt ihr sehen, Dolma, wie das gemacht wird. Das gleiche, wie gesagt, nur mit Reis. So, wir machen jetzt hier weiter. Ich habe hier noch Olivenöl. Das Fleisch war schon richtig fettig, aber damit wir hier eine schöne Konsistenz kriegen, hier auch ein bisschen Olivenöl mit rein. So, dann wird das Ganze, ich mache mal hier wieder meinen Armbänder hier alles ab. So, das müsste reichen. Das wird hier alles so schön hier geknetet, verteilt, dass die Würzung überall verteilt ist. Ganz besonders die Zwiebeln auch so ein bisschen zerdrücken, so in den Fleisch rein. So, wir haben jetzt eine reine Fleischfüllung bei dieser Variante. Wie gesagt, die Hälfte, wenn wir gucken, wie viel wir gemacht haben, machen wir dann noch mit Reis. Bleibt dran, ich wasche mir die Finger, dann geht's ans Rollen. Ich wollte mal sehen, ob ihr aufgepasst habt. Natürlich, wozu habe ich Salsa hier hingetan? Kommt hier auch noch Salsa rein, und zwar nicht wenig. 1,5 Löffel Salsa kommt hier noch mit rein. Dann wird das alles nochmal schön verrührt. Dann geht's weiter. Und ich esse ja keinen Knoblauch, wenn ich zur Arbeit muss. Morgen ist wieder Arbeit. Ich habe hier jetzt auch keinen Knoblauch drin. Ja, und normalerweise kommt hier auch noch Knoblauch rein. So, jetzt mit Salsa sieht die Sache natürlich ganz, ganz anders aus. So. Ihr könnt auch so ein bisschen probieren.
Ja, passt haargenau alles. Super. Es geht weiter. Wir nehmen unseren Topf als erstes. Der Boden, der wird erstmal mit Öl eingedeckt. Ja, so richtig schön verteilen alles. Dann hatte ich hier noch ein paar lose Blätter. Die tun wir so auf den Boden drauf. Warum? Werdet ihr jetzt bestimmt fragen. Aus dem Grund, weil wenn von unten die Wärme kommt, damit die nicht anbrennen. Ja, die Sarma, wenn wir die jetzt gerollt haben, die kommen dann hier einfach hier drauf. So, das legen wir mal hier rein. So, jetzt geht's los. Natürlich müssen wir jetzt mal hier sehen, dass wir ein paar schöne Formen kriegen. Die waren jetzt hier sehr schön. Das sind die, wo ich zuletzt die mittlere Schicht hier abgemacht hatte. Die mittlere Ader, sage ich mal. Wir legen uns jetzt mal 2, 3 Stück hier so zurecht. Und fangen an direkt. Der ist auch zu groß. Jetzt nehmen wir noch ein Messer. Weil der wäre jetzt natürlich zu groß. Ja, die können wir jetzt hier in der Hälfte so trennen. Dann haben wir 2 Stück draus. So, der ist auch noch zu groß. Einfach mal so trennen. Zack, zack. So. Ich habe jetzt ein bisschen wenig Platz, aber ich kriege das hin. Ich wollte, dass ihr das so gerne seht, wie ich das mache. Dann werden wir einfach mal hier so, zack, schon welche drauflegen. Der ist ein bisschen zu klein geraten, der wird nicht klappen. Der könnte noch klappen. Tun wir ein bisschen rein. Aber der ist schön groß. Weil das soll ja schön für das Auge auch was sein. Nicht so Riesenteile. Und bei dem Fleisch brauchen wir jetzt ja keine Angst haben. Weil wir ja keinen Reis da drin haben. Der wird nicht auseinandergehen. Was heißt das jetzt für uns, wenn er nicht auseinandergeht? Ganz einfach. Wir brauchen die Seiten nicht zumachen. Ja, einfach mal hier so, schaut mal, einfach mal so schön rollen. Fertig. Die können wir erstmal so zur Seite tun. So, nächste schon fertig. Hier ist ein bisschen zu viel Füllung drin. Ihr seht, die Blätter sind richtig schön weich geworden. Ihr braucht keine Angst haben, die gehen nicht auseinander oder so. Einfach mal so rollen. Wenn ihr eine große Fläche habt, so wie ich jetzt hier, dann könnt ihr so ein paar vorbereiten. Dann braucht ihr nicht immer nur eine und dann aufhören. So habt ihr schon direkt, guckt mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück mit einem Atemzug fertig. So müsst ihr euch vorstellen, wenn der Rest auch gemacht. Ich melde mich dann nachher natürlich, wenn ich auch noch welche mit Reis mache. So, wenn wir das haben, ich zeige euch das auch noch mal, wie das hier eingetan wird. Einfach mal so, wie wir die gerollt haben. Erstmal die Ränder hier so. Immer mit der Seite, hier der Übergang hier, nach unten.
damit sie nicht aufgehen. Ne, hier ist das, nach unten. So sieht's aus und so wird der dann nachher gefüllt. Bevor ich den Übergang mache, zeige ich euch nochmal hier mit diesen Rändern. Schön ist echt gewesen, wo ich die Ränder vorher weggemacht habe. Wenn ihr noch eins habt hier mit diesem Rand, weil der ist, kann man nicht rollen hier, dieses Teil hier, ne? Dann nehmt ihr einfach ein Messer und schneidet hier entlang der Ader das hier einfach so weg. So, das kann weg. Und das könnt ihr dann, wie gesagt, hier das Stück hier auch nochmal weg, zum Rollen gebrauchen. So, bleibt weiter dran, bis ich den Topf hier gefüllt habe mit denen und die Hälfte davon noch mit Reis mache. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon ziemlich weit. Die Hälfte habe ich schon fertig. Hier habe ich jetzt gewaschenen Reis. Ja, so Pi mal Auge. Einen halben Glas. Der wird dann hier auch nochmal hier rein gemischt. Das ist jetzt der ganz normale Dolma und Sarma, wie man das macht. Alles so, wie wir das jetzt gemacht haben. Vorher alles. Nur jetzt eben halt mit Reis. Nur beim Reis müsst ihr gleich beim Drehen aufpassen. Wenn der Reis dick wird, dann braucht er ja mehr Platz. Deswegen die Seiten versuchen so ein bisschen zuzumachen. Ansonsten alles wie gehabt. Ich zeige euch jetzt auch eine Variante mit dem Reis. Im Prinzip alles das gleiche, nur die Füllung eben halt ein bisschen weniger, weil der wird ja nachher dicker. Und beim Rollen hier diese Ecken versuchen so ein bisschen zuzumachen. Ja, das geht eigentlich recht gut. Mit dem Daumen hier dran drücken und weiter rollen, damit das hier nicht so rauskommt. Ja, und daran erkennt man auch eigentlich nachher später, weil hier zu ist, da auch, dass es mit Reis ist. Ja, so ist es. Machen wir noch eins zum Mitgucken. Und dann einfach mal rollen und hier so zumachen. Seht ihr? Dann kann da nichts passieren. Zu. So, ich mache mal weiter, weil das wird mich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich melde mich wieder. Leute, es ist was passiert und zwar ist nur was übrig geblieben und meine Tochter, die sagte, oh, letztes Mal hast du doch Dolma gemacht mit Auberginen und so, kannst du nicht das auch noch mitmachen? Klar, ist ja alles das ein und gleiche, nur das was hier Sarma ist und das hier Dolma. Einzigste ist, die werden schneller fertig als die, weil die sind ein bisschen stärker. Also werden wir sie so erstmal kochen. Ja, schon mal ein bisschen weich kochen, dann befüllen, dann können wir alles in einem Topf zusammen kochen. Ist doch was Schönes, anstatt das hier einzufrieren, machen wir lieber Dolma mit Sarma. Und wie das gemacht wird, das hatte ich euch ja schon verlinkt, das könnt ihr gucken. Im Prinzip einfach nur füllen, auffüllen hier. Wasser drauf, aber für die Soße melde ich mich wieder. Bevor ihr umspringt und das andere Video euch anguckt, das könnt ihr in aller Ruhe machen. Das sind jetzt hier getrocknete Auberginen. Haben wir ja, habt ihr ja gerade gesehen, die haben wir, jetzt fangen wir da draußen wieder an mit ihrem Lärm, muss ich schneller reden. Einfach mal so ein bisschen weich gekocht, ja. Auch nicht wieder ganz allzu viel voll machen, weil der Reis drin ist. Dann kommen die hier einfach so rein. Hier sind Paprika drin, hier ist Zucchini drin. Ja. Bevor wir die Füllung hier wegschmeißen oder einfrieren, können wir das bei der Gelegenheit direkt in einem Waschgang
mitkochen. Die ausführliche Beschreibung, wie das gemacht wird, wie gesagt, verlinke ich euch oben. So, ich mache mal hier weiter. Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon fertig. Ist alles schon drin. Jetzt muss natürlich da noch Wasser rein. Aber bevor wir einfach nur Wasser rein tun, Wasser ist übrigens schon im Wasserkocher erhitzt. Wir nehmen hier so einen halben Löffel, tun wir mal hier so, Biber Salsa. Salsa wisst ihr jetzt ja. Ich habe diesmal gemischte gekauft, ist einfacher. Ein bisschen Salz. Das ist jetzt für die Soße. Und ganz wichtig, Zitronensäure, Limonentusse. Ihr könnt aber auch normale Zitrone nehmen, wenn ihr wollt. Aber in Antep und so wird immer hauptsächlich hier das hier genommen. 2 Teelöffel Zitronensäure. Das hört sich immer so Säure, diese Zitronensäure, was gefährlich ist. Aber steht hier drauf, ist wohl übersetzt, heißt das wohl so. Limontusse. Ja. Citrozensuit. Keine Ahnung, auf welche Sprache das ist. Und das lösen wir jetzt so ein bisschen auf mit wenig Olivenöl. Und dann tun wir dann noch ein bisschen heißes Wasser drauf. Dann haben wir die Soße schon mal fast fertig. So. Wenn das dann alles hier verrührt ist, kommt das Ganze gleich in den Topf. Seht ihr, Salsa hat sich schön aufgelöst. Oder auch nicht. Doch, jetzt ist es weg. Allerdings müssen wir da wieder einen Teller drauf tun. Ihr wisst ja von letztes Mal von Dolma, damit das alles nicht hochkommt. Ich verrutsche euch mal so ein bisschen nach links und melde mich wieder. So, ich habe hier unseren berühmten Teller hier schon drauf getan. Das ist, damit das alles nicht nachher hochkommt. Hier können wir jetzt schon unsere Soße so rein tun. Salsa hat sich noch nicht ganz aufgelöst. So. Und den Rest natürlich, ihr seht schon, ist schon gekochtes Wasser, bis oben hin. Ja. Wunderbar. So, und das tue ich auch nochmal sicherheitshalber so, als damit es schwer wird. Und der Herd wird angeschmissen und wir warten, bis es anfängt zu kochen. Circa, wenn ihr auf die Uhr guckt, ab jetzt 40 bis 45 Minuten, dann müssten wir das erste Ergebnis haben. Gehen wir natürlich mit einem Gabel oder so mal oben dran, dann wissen wir, ob es fertig ist. So, ein Update, so ist es richtig, der soll so ein bisschen kochen. Wie gesagt, auf kleine Flamme haben wir den gestellt. 40 bis 45 Minuten einfach so kochen lassen. So Leute, nach exakt 45 Minuten habe ich mal hier den Deckel weggemacht. Und wie ihr sehen könnt, wenn man mal hier so reinsticht, ja, richtig schön weich. Alles, auch die Kohl, die sind ja auch hier. Ja, wenn die oberen schon so schön weich sind, dann sind die unteren erst recht richtig weich. Ich hole jetzt alles auf den Teller und ich melde mich dann am Tisch wieder. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Es ist alles fertig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, hier auch noch so Joghurt, entweder könnt ihr hier schon Knoblauch reintun oder eben halt nur als Naturjoghurt, so wie ich das jetzt hier habe. Und dann können wir auch schon direkt zulangen. Ich esse trotzdem noch hier so eine Aubergine, ist zwar noch ein bisschen mit Reis drin, aber
davon werde ich nicht sterben. Ich bin ja noch in der Feststellbremse, wollte ich schon sagen. Wie komme ich jetzt auf Feststellbremse? Stabi-Phase, so. Die habe ich mir mal zur Seite gelegt. Das sind die ganz am Anfang, die ich gemacht hatte für ketogenes Essen, ohne Reis. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit Messer und Gabel schön förmlich zu essen. Oder aber, so wie ich das gerne mache, einfach mal so nehmen. Jetzt habe ich den falschen erwischt. Hier, der ist besser. Einfach mal hier so reindippen, dann mit Joghurt. Köstlich, Leute. Einfach nur köstlich. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, auch die Soße hier separat. Die könnt ihr natürlich auch dazu trinken oder alles auf einem Teller und das hier so da drauf und es so genießen. Ist alles euch überlassen. Auf jeden Fall ist mir das gelungen. Für das erste Mal, dass ich mal Kohlrouladen auf Türkisch gemacht habe. Kann ich empfehlen, schmeckt besonders lecker. Meine Tochter kommt auch gleich, dann essen wir gemeinsam. Das reicht bestimmt für 2 Tage. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag wieder. Dann gibt es ja wieder was für die Allgemeinheit. Ich glaube, ich muss das so langsam trennen, weil Ketose, wisst ihr jetzt ja mittlerweile, was ihr essen könnt, essen dürft. Dann machen wir nur noch sonntags richtig mal internationale Gerichte. Wenn ihr was wissen wollt, wie es gekocht wird oder was ich extra kochen soll für euch, schreibt mir das auch bitte in die Kommentare und ich werde das berücksichtigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt noch einen schönen Novembermonat. In diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet Oe.